Deswegen immer sagen, immer sagen. Ja, jetzt kommt hier leider dann ein bisschen was Traurigeres. Sehr interessant, diese Tempelanlagen. Sieht schon sehr schön aus. Ihr könnt euch hier durch die ganze Stände durchessen. Aber nee, es ist das teuerste. Der ist auf jeden Fall riesengroß. Also für die Kinder ist das hier wahrscheinlich ganz lustig. Guten Morgen. So, jetzt werde ich euch mal mitnehmen. Und zwar gehen wir hier raus bei meinem Hotel, nennen wir es mal Hotel. Und dann zeige ich euch mal kurz die Umgebung ein bisschen. Haben wir alles? Ja, das sieht gut aus. Unter der Woche ist es hier momentan ein bisschen laut, aber ich glaube, jetzt sind sie langsam fertig. Und die haben hier dieses Gebäude ein bisschen renoviert. Und dann geht es hier ein bisschen nach vorne. Sabaidi. Jetzt ist es die letzten Tage wirklich sehr warm. Immer 35 Grad. Und jetzt haben wir morgens um 9. Deswegen jetzt mal ein bisschen bewegen. Hier drüben haben wir direkt ein Fruit Shop, Früchte. Und hier, das war am Anfang noch nicht, hier gibt es Durian. Das werde ich auf jeden Fall noch versuchen. Aber ihr seht, hat alles noch zu, ne? Die schlafen hier noch. Hier ist mein Stammladen. Sie hat schon offen. Hier für Wasser und halt diese ganzen Dinge. Hier, das ist ein chinesisches Restaurant. Hier gibt es immer frische Reisbällchen, Frühlingsrollen. Auch sehr lecker. Dann gäbe es hier schon bereits den ersten Früchtestand, wo man sich etwas mixen lassen kann. Und hier haben wir direkt einen Tempel. Da hört man morgens da den Gong und solche Sachen. Und wie gesagt, wir sind hier 10 Minuten gehen vom Zentrum, also auch locker. Und hier haben wir eine Schule. Müsste mal vielleicht mal wieder ein bisschen renoviert werden. Und dann kommen wir da vorne auch zu meinem Lieblingsstand. Da gehe ich jeden Morgen hin und hole mir einen Fruchtdrink. Absolut fantastisch. Kann ich nur empfehlen, so in den Tag zu starten. Mein Lieblings Avocado, Orange und Drachenfrucht. Sabaidi, no sugar please. Und es kostet, ich glaube so 40.000 bezahle ich. Also das wären ja 1,80 €, etwas in dem Dreh. Aber ist wirklich lecker. Und ja, auf jeden Fall immer sagen, dass ihr ohne Zucker möchtet. Weil ich meine, die Früchte, da ist ja schon Zucker, da ist ja Fruchtzucker. Aber die hauen da noch mal richtig Zucker rein. Deswegen immer sagen. Sonst, also ich kann das nicht trinken. Ich habe es einmal vergessen und
Mir ist das viel zu süß, viel zu süß. Gut, dann werden wir mal kurz warten. Jetzt muss ich immer zuerst noch ein bisschen ready machen, weil ich meistens der Erste bin, der hier kommt. Übrigens die Avocados hier, richtig, richtig groß, ne? Und dann werden wir uns jetzt mal hier diesen Tempel anschauen. Heftig. Seht ihr diese zwei Frauen? Die bewegen sich ja absolut gar nicht. Sind die überhaupt echt? Wow. Hier auch wieder. Ist auch immer schön, dass die da was zu trinken hinstellen. Ne? Damit die auch gut gelaunt sind. Also es sind Schutzgeister, Hausgeister, Ortsgeister, sowas. Ne? Werden auch, bevor die irgendwo einziehen in einem Haus, da stehen die immer bereits vorher, weil die halt das Haus beschützen sollen. Hier kann man irgendwelche Münzen kaufen. Ah, das ist dann als Anhänger. Ich sehe zwar keine Ketten. Sehr interessant, diese Tempelanlagen. Fünfzehnter 4.1948. 24.07.2008. บ้างก็เฮ็ดแล้วแต่ว่าอันนี้โตนี่ Ja, jetzt kommt hier leider dann ein bisschen was Traurigeres. Weil hier halt dieser Tempel ist, ne? Kann man hier solche Sachen kaufen. Und ich meine, diese Blumen und so ist ja schön. Aber das hier ist natürlich... Guckt mal, wie viele Vögel da drin sind. Ja, dann kann man die halt kaufen und sie dann freilassen. Ja, also ich finde, solche Sachen kann man ja machen hier, solche Geschenke hier kaufen und denen dann geben. Das ist ja toll. Aber warum die Vögel? Und vor allem, solange man die kauft, solange wird es das auch geben. Also man hilft halt den Vögeln nicht, indem man es kauft und sie freilässt, sondern indem man es nicht kauft und die Leute irgendwann vielleicht merken oder
ja, dass das halt nichts bringt, das Business. Ne? Also, nun Taxi bestellen. Da sind wir auch schon angekommen. Perfekt. Diese Uhrzeit kann ich sehr empfehlen. Hier ist ja fast niemand. Aber das hier sieht natürlich sehr schön aus. Friedlich hier. Und auch wenn man jetzt nicht auf, ja, ich sag mal, auf so touristische Orte steht, finde ich, das kann man auf jeden Fall anschauen. Vor allem hier dieses Goldene, diese Stupa. Na, hier drin soll ja anscheinend ein Brustbein Buddhas soll da drin sein. Sieht schon sehr schön aus. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das echtes Gold ist, ne? Das wäre natürlich heftig. Wunderschöner Baum. Mega lange Äste. Aber ihr seht hier, die werden auch gestützt. Ich dachte schon am Anfang, dass der das selber halten kann. Also zum Teil kann er es ja. Zum Beispiel der hier ist nicht gestützt. Aber hier die richtig großen, also das ist ja extrem viel Gewicht, ne? Muss das hier schon ein bisschen gestützt werden. Bestimmt sehr alt. Hier ist geschlossen. Ich weiß aber nicht, ob der immer geschlossen ist oder nur jetzt. Hier zum Beten. Hier auch wieder die bekannten Türme, die es hier überall hat. Immer unten mit diesem, was ist das, ein Tongefäß, das diesen Gong zu erzeugen. Dann in der Mitte die Trommel, wie ein großes Fass. Und zu oberst dann noch die Glocke. Ich mag diese Bäume hier sehr, ne? Sieht schon sehr schön. Water, yeah. Yeah. 10, okay. Pen? Okay. Thank you, กับใจ Wenn ich ihm 20 gegeben hätte, hätte er wahrscheinlich auch gesagt, okay. Also normalerweise bezahlt ihr 6.000. Aber ja, im Shoppingcenter oder an solchen touristischen Orten 10.000 denke ich auch okay. 40 Cent.
für so ein kleines Wasser. Aber kalt, das ist doch schon mal nice. Gut, dann gehen wir hier mal rein. Ach, das ist auch noch direkt ein Museum. 여기 500집 있어, 뭐 500집. 500집 있잖아, 여기 지갑에. 안 올라가는 거. 신발 신고 안 되네. 이렇게. 근데 우리 태국이냐? 좋았잖아. 은덕아, 한번 해보라고. 그러니까 뭐 밴을 빌리자고? 아니 아예 그냥 고용을 하는 기사가 오는 그러니까 밴으로 해야 될 거 아니야. 사람이 지금 새 주는 거. Aber hier darf man anscheinend gar nicht reingehen, ne? Das war nicht das, was mich hauptsächlich interessiert hat. Naja, man kann es ein bisschen von näher betrachten. Ja, auch lustig, ne? Ganz viele Ventilatoren. Also die schauen schon, dass es den Touristen hier gut geht. So ein Schiff hatte ich auch schon mal gesehen. In einem anderen Tempel. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Schiff darstellen soll. Okay. Hier gibt es natürlich so ein paar Stände. Aber ist schon beeindruckend. Eintritt 30.000, 5.000 für Einheimische. Jetzt möchte ich eigentlich gerne mal noch in dieses Gebäude da gehen. Werden wir doch hier mal kurz die Schuhe ausziehen. Construction Area. Okay, das habe ich schon von draußen gesehen, dass die da am Umbauen sind. Gehen wir mal hier nach vorne.
Können wir hier doch ein bisschen etwas spenden? Dann wäre es das hier wohl auch schon gewesen von dieser Tempelanlage. Kann man auf jeden Fall machen. Gut, dann gehe ich jetzt mal hier raus. Sind wir jetzt hier auf dem Weg von dieser Tempelanlage zu dem Militärmuseum. Es sind 1,5 Kilometer, also gut machbar. Und da habe ich hier noch was entdeckt. Also es scheint so, als wäre da schon lange kein Wasser mehr drin. Wobei, wenn man die Treppe da anschaut, dann könnte man denken, dass vielleicht auch nie viel mehr Wasser drin war. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Also auf eine Art könnte man ja hier auf der Seite meinen, das Wasser ging mal bis da. Und wenn man die Treppe anschaut, die ist oben da grün und dann wird sie braun. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass bis da das Wasser mal war. Aber ich glaube, das ist wirklich schon ein Moment her. Tja. Und hier gibt es auch was Schönes. Schon lustig, hier ist kein Mensch. Bei dem Ding da drüben in der Tempelanlage, halt einfach, ne, wenn man es googelt, Sehenswürdigkeiten hier in Vientiane, kommt man automatisch dahin. Aber hier, was heißt das? No entry. Okay, dann halt nicht. Aber auch schön. Das ist ja richtig groß. Muss auch richtig bequem sein da drin, ne? Ich bin hier gefühlt ganz alleine.
Also wenn man möchte, dann kann man hier sehr, sehr viel lesen. Wirklich sehr interessant, dieses Museum. So, sind wir hier in einem Restaurant mitten in der Touri-Gegend hier. Ich kann euch das mal zeigen. Also auf jeden Fall sehr touristisch. Dann schauen wir uns doch mal hier die Menükarte an, die so dick ist wie die Bibel. Avocado Salad with Shrimps. Das versuchen wir. Das sieht doch sehr lecker aus. Mein Avocado Shrimp Salat. Irgendwo bei 6 Euro. Aber ist ja ordentlich groß. So, dann gehen wir mal weiter. Das war auf jeden Fall ausgezeichnet hier. Preis top, Essen top, Service top. Kann man wirklich gar nicht sagen. Also wenn ihr hier mal hingehen möchtet. Das ist hier der White Elephant. Café und Bar. Ich finde es ehrlich gesagt lustig, dass die sich nicht Restaurant nennen, weil man hier fantastisch ist. Und dann habe ich jetzt da gerade noch gesehen, da ist noch eine Tafel. Ich möchte hier die Leute nicht unbedingt filmen beim Essen. Da steht The White Elephant Sky Bar Level 10. Also es gibt hier wohl noch eine Rooftop-Bar hier oben, aber nicht jetzt. Jetzt geht es erstmal weiter. Und jetzt muss ich euch doch natürlich noch den Markt zeigen, respektive die 2 Märkte. Also das ist hier natürlich sehr im Touristengebiet. Als erstes hier der Food Market und danach weiter unten am Wasser entlang. Da ist dann der richtige Night Market, der große. Dann werde ich euch das auf jeden Fall mal zeigen. Es ist ein bisschen warm. Wir hatten heute 40 Grad und auch jetzt am Abend immer noch 33. Und es ist jetzt Sonntagabend. Deswegen ich dachte, dann hat es vielleicht nicht so viele Leute. Aber nee. Das sieht doch gut aus. Ihr könnt euch hier durch die ganze Stände durchessen. Ja, diese Spieße, die gibt es hier sehr oft. Aber ich finde es ist nicht so meins. Und ihr seht, sie sind halt überall.
ihr seht, diese Spieße gibt es wirklich sehr oft. Ja, es ist ein bisschen eine spezielle Konsistenz, was da dran ist. Also, es ist halt so, ja, so Fleisch schon, aber ja, also nicht so wie wir das kennen, sondern ja, es ist speziell. Also ich finde es wirklich speziell. Und es schmeckt auch alles von diesen Spießen, also ich finde, es schmeckt alles gleich von diesen Fleischarten. Ja, aber ja, grundsätzlich, es ist nicht schlecht, das Essen hier, aber man muss vielleicht schon ein bisschen mutig sein, ne? Also dort hat es auf jeden Fall einen großen Food Market, aber ihr habt gesehen, es hat mega viele Leute. Deswegen schwierig und es ist wie gesagt, es ist sonst schon warm und da drin bei diesem ganzen Grill und den ganzen Menschen ist es natürlich noch viel wärmer. Deswegen werde ich euch jetzt mal noch hier den Nachtmarkt zeigen. Da müssen wir nur kurz ein bisschen nach vorne gehen. Circa 5 Minuten. Ja, und wenn ihr von dem Food Market Richtung Night Market nach vorne geht, dann kommt ihr eigentlich auch an diesem Ort hier vorbei, wo es die ein oder andere Bar hat. Also zum Beispiel hier war ich mal. Aber wie gesagt, also es gibt nicht so viel Partymeilen oder so, wie man das jetzt vielleicht irgendwie von Thailand kennt. Obwohl wir waren dann auch noch in so einer Art Club. Also eine Band war da, Live-Musik. Aber ansonsten auch hier mehr Restaurants. Ne? Also egal ob Hotel, Essen, also grundsätzlich ist hier schon alles ein bisschen teurer. Für die Leistung. Also halt einfach für das, was man dafür bekommt. Ne? Da war ich schon ein bisschen überrascht. Ich dachte ehrlich gesagt, dass Laos wahrscheinlich das günstigste Land von diesen 3 sein wird. Aber nee, es ist das teuerste. Und Vietnam wird wahrscheinlich das günstigste sein. Viel Live-Musik hier immer. Ja, aber es ist cool. Also ich mag Laos. Es hat mir gefallen hier. Ich war jetzt 2 Monate hier. Dann war ich noch kurz in Vang Vieng oben. Gibt es auf jeden Fall ein separates Video. Auch witzig, aber auch extrem touristisch. Ja. Also noch viel extremer als hier. Das ist so wie... Ja, man kann halt hier, weil es natürlich größer ist, man kann sich hier in dieser Straße aufhalten, wo nur Touristen sind. Aber wie gesagt, bei mir hinten beim Hotel, wo ich bin, oder bei meinem Zimmer, dort ist das überhaupt nicht so. So, dann zeige ich euch mal diesen Markt. Der ist auf jeden Fall riesengroß. Also ihr seht ja die roten Dächer, die kleinen roten Dächer. Also das ist mal die Länge. Na? So ungefähr. Reicht noch nicht mal. Und dann könnt ihr nämlich, wenn ihr hier runterkommt, wo diese Bars und so sind, dann kommt ihr hier auch direkt zu einem Eingang. Ja, und hier ist mehr Klamotten, ja, so Bilder, Kunst, ne?
Wir können ja da mal kurz ein bisschen nach vorne gehen. Oder wollen wir zuerst darüber? Ja, lass mal zuerst darüber gehen. Zum Kinderparadies. Da gibt es wieder Essen, aber schon mehr für die Kinder. Und hier auch noch mal Essen. Also für die Kinder ist das hier wahrscheinlich ganz lustig. Auch mit diesen ganzen Dingern da, wo man so rumspringen kann. Und hier hinten ist übrigens der Mekong. Hallo. Und ihr seht, das geht hier einfach noch einiges weiter. Hier vorne dann wieder alles Restaurants. Aber ja, es lohnt sich hier am Abend ein bisschen rauszugehen. Ist halt alles immer schön beleuchtet. Und ich meine momentan, es wird um 5:45, 6:30 wird es dunkel. Also alles easy. Hier könnt ihr euch auf jeden Fall auch wieder eindecken mit Louis Vuitton. Hier gibt es Fußballshirts. Ihr seht es, ewig lang. Wenn ihr shoppen gehen wollt, ist das auf jeden Fall ein guter Platz dafür. Wie gesagt, für so Klamotten. Ja, wie lange diese Dinge dann halten, weiß ich jetzt nicht. Ja, Rolex gibt es ja auch wieder. Parfüm. Ja, wenn man hier mal drin ist, kommt man auch nicht mehr raus, ne? Dann muss man hier bleiben. Handyhüllen. Jetzt läuft er mal. Den habe ich nämlich nie gesehen. Ja, dann habt ihr jetzt mal noch einen kleinen Einblick gehabt von dem Markt oder von den 2 Märkten. Dann wäre es das jetzt mal für den Moment gewesen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Und ansonsten würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut.